Hallo! In meiner Videoreihe über stöchiometrisches Rechnen möchte ich heute zeigen, wie man das Volumen eines in einer Flüssigkeit gelösten Gases berechnen kann. Wir werden es als ein typisches Beispiel einer Kettenaufgabe betrachten, wie sie auch in vielen anderen Zusammenhängen vorkommt. Los geht's! Wir haben eine gesättigte Salzsäurelösung mit einer Dichte von 1,21 Gramm pro Kubikzentimeter und darin sind 42,7% Chlorwasserstoff gelöst. Wir fragen, wie viel Liter HCl-Gas unter Standardbedingungen, das heißt bei 0 Grad und normalem Druck, sind darin in einem Liter dieser Salzsäure enthalten. Schauen wir uns zunächst die Situation in dieser Aufgabe an. Was ist gegeben? Das Volumen der Salzsäure. Was ist gesucht? Das Volumen des darin gelösten Gases. Wie kommt man jetzt von A nach B? Das ist ein bisschen so wie in einer fremden Stadt. Sagen wir, wir sind im Hotel und wollen zum Bahnhof, kennen aber den direkten Weg nicht. Dann kann man Folgendes machen. Wir wissen zwar nicht, wo es zum Bahnhof geht, aber wir wissen, wo es zur Post geht. Gehen wir mal dahin und an der Post finden wir einen Wegweiser zur Bank. Dann gehen wir da entlang und an der Bank sehen wir hier eine Kirche stehen und von der Kirche wissen wir dann, wie es zum Bahnhof geht. Also wir gehen Schritt für Schritt durch und gehen immer von einem Platz zum nächsten, den wir gerade finden. Dieses Schritt-für-Schritt-Vorgehen ist eine typische Strategie für Kettenaufgaben und das wollen wir jetzt auf diese Aufgabe übertragen. Wir beginnen mit dem, was gegeben ist. Wir kennen das Volumen unserer Lösung. 1 Liter Salzsäure haben wir. Nun schauen wir in der Aufgabe nach, was wir daraus als nächstes berechnen können. Hier fällt uns die Dichte ins Auge. Mit einer Dichte kann man ein Volumen in eine Masse umrechnen. Wie ist hierfür der Zusammenhang? Masse ist Dichte mal Volumen. Also setzen wir unsere bekannten Werte ein. Dichte ist 1,21 Gramm pro Kubikzentimeter. Das Volumen der Lösung ist 1000 Kubikzentimeter. Wir multiplizieren es und bekommen 1210 Gramm. Damit kennen wir die Masse unserer Salzsäurelösung und sind einen Schritt weiter. Falls man diesen Zusammenhang mal vergessen hat, ob man die Dichte multiplizieren muss mit dem Volumen oder teilen, dann kann man sich das anhand der Einheiten leicht klar machen. Von der Dichte kennen wir ja die Einheit Gramm pro Kubikzentimeter. Vom Volumen kennen wir, das sind Kubikzentimeter und wir müssen das miteinander multiplizieren, damit wir Kubikzentimeter kürzen können und übrig bleibt die gewünschte Einheit Gramm für die Masse. Mit diesem kleinen Trick kann ich mir solche einfachen Zusammenhänge ganz leicht merken. Was können wir nun mit der Masse der Salzsäurelösung als nächstes anfangen? Hier sehen wir als nächstes eine Angabe, dass darin 42,7% HCl gelöst sind. Solche Prozentangaben sind immer Gewichtsprozente, wenn sonst nichts dabei steht. Also können wir die Masse der Lösung in die Masse des gelösten Stoffs mit Hilfe der Gewichtsprozente umrechnen. Wir multiplizieren die 42,7% mit der Masse der Lösung und erhalten die Masse HCl 516,67 Gramm. Wir sehen, dass es etwas weniger als die Hälfte an Masse ist von der ursprünglichen Lösung. Was können wir nun mit der Masse HCl anfangen? In stöchiometrischen Aufgaben ist es immer eine gute Idee, in Stoffmengen, also in Mol, zu rechnen. Und die Masse lässt sich ja leicht in Mol umrechnen, wenn wir die Molmasse unseres Stoffs kennen. Die Molmasse von HCl können wir im Periodensystem nachschauen. Die setzt sich ja zusammen aus 35,45 Gramm pro Mol des Chlors plus 1 Gramm pro Mol des Wasserstoffs gibt zusammen 36,45 Gramm pro Mol HCl. Damit können wir nun die Stoffmenge N berechnen. Stoffmenge N ist Masse durch Molmasse, also 516,67 Gramm HCl geteilt durch das Molgewicht
36,45 Gramm pro Mol. Das ergibt 14,17 Mol. Wir haben 14,17 Mol HCl in unserer Lösung. Auch hier funktioniert wieder der kleine Trick, mit der man sich diese Formel merken kann. Wir sehen, Masse hat die Einheit Gramm, Molmasse hat Gramm pro Mol. Wenn wir das durcheinander teilen, kürzen sich die Gramm raus. Mol bleibt im Nenner eines Doppelbruchs übrig, also kommt es in den Zähler. Wie gewünscht bekommen wir Mol. Nun fehlt uns nur noch der letzte Schritt. Wie kommen wir von der Stoffmenge auf ein Gasvolumen? Da gibt es für Gase einen besonders einfachen Weg, nämlich über das universelle Molvolumen. Wenn man das Gas als ein ideales Gas betrachten kann, und das ist bei den meisten Gasen der Fall, dann kann man sagen, dass alle Gase unter Standardbedingungen das gleiche Volumen pro Mol haben, nämlich 22,4 Liter pro Mol. Diesen Wert sollte man sich auswendig merken, den kann man nämlich auf alle oder fast alle Gase anwenden. Wir multiplizieren also diesen Wert mit der Anzahl Mole, die wir haben, und bekommen 317,5 Liter HCl-Gas. Jawohl! Und damit haben wir unsere Kettenaufgabe Schritt für Schritt gelöst. Und auch hier funktioniert wieder unser kleiner Trick. Wenn wir die beiden Werte miteinander multiplizieren, dann kürzt sich Mol heraus und wir bekommen, wie gewünscht, die Einheit Liter. Hurra, wir haben es geschafft! Also wir wissen jetzt, in einem Liter gesättigter Salzsäurelösung sind 317,5 Liter HCl-Gas enthalten. Okay.